Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bike Ergonomics, dem Vlog rund ums gesunde und komfortable Radfahren. Wie wird man schnell fitter? Wie das ganz einfach geht, das zeigen wir euch heute. Viele von euch kennen das bestimmt. Man sitzt jetzt schon einige Wochen im Sattel, aber mit der Kondition, das will einfach nicht so wirklich klappen. Wie ihr effektiver trainieren könnt, das möchten wir euch heute zusammen mit unserem Experten Kim erklären. Kim, hallo und herzlich willkommen. Hallo Jan-Philipp, hallo zusammen. Kim, woran könnte es liegen? Ich sitze auf dem Fahrrad, ich racker mich ab, ja, also wirklich hochintensiv und es wird halt einfach nicht besser. Trainiere ich falsch? Ja, das könnte genau das Problem sein. Es ist nicht so, wenn du am Anschlag fährst, dass dann die Form automatisch besser wird. Man braucht wie bei allen Sachen auch eine Grundlage. Das heißt, wenn du richtig trainierst, ist es oft auch effektiver. Okay, also ich muss mich an spezielle Aspekte halten, ja? Genau, es geht um die sogenannten Trainingsprinzipien und es gibt oft Fehler, die dagegen verstoßen, zum Beispiel unregelmäßig zu trainieren, in den falschen Trainingsbereichen oder wie du zu intensiv. Wie sieht denn jetzt das ideale Training aus? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was man machen möchte. Ja. Ist man jetzt der Tour de France-Profi und man möchte die Tour gewinnen, dann ist das anderes, als wenn man jetzt als Freizeitsportler einfach ein paar Pfunde verlieren will oder insgesamt eine bessere Kondition haben möchte. Okay, du hast schon angesprochen. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal als Beispiel für unseren Vlog. Beispiel Nummer 1, ja, ich möchte ein paar Pfunde verlieren, trainiere deshalb auf dem Fahrrad. Oder Beispiel Nummer 2, ich habe schon eine gewisse Grundkondition, möchte die halt einfach verbessern. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, steigen ein. Und zwar, ja, erklärst du es mir. Also wie starte ich so ein Training? Also wichtig ist, dass man sich erstmal an die richtige Intensität ranpirscht. Ja. Also oftmals ist es so, man hat die falsche Einschätzung, man denkt, ja, das ist okay, wie ich fahre, aber oftmals fahrt ihr zu intensiv. Und wie gesagt, das bringt nicht mehr, sondern eher weniger. Gerade wenn man abnehmen möchte, dann verbrennt der Körper vor allen Dingen Kohlenhydrate und Glykogen. Das ist das, was im Blut sowieso zirkuliert oder in der Muskulatur ist. Und da kommt der Körper sehr leicht dran. Und an die Fette, die will er gar nicht haben. Und nach dem Fahren habt ihr riesen Hunger und dann isst er noch mehr und ihr nehmt einfach nicht ab. Das ist eigentlich der Kreislauf. Und wenn ihr langsamer fahrt, dann kann der Körper auch die Fette angreifen und dann nehmt ihr auch ab. Klingt logisch. Gut, du sagst jetzt, ich soll langsamer fahren. Das heißt, ich soll jetzt 20 km/h fahren oder wie schnell soll ich jetzt genau fahren? Am besten orientiert man sich an der Herzfrequenz, weil es ist natürlich ein riesen Unterschied, ob du jetzt Gegenwind hast oder Rückenwind. Ne? Bei Gegenwind ist es 20 km/h vielleicht sogar richtig anstrengend, bei Rückenwind fährst du 40. Also insofern ist die Herzfrequenz der bessere Parameter. Ja, zum Thema Herzfrequenz haben wir euch ja schon eine andere Episode vorbereitet. Die verlinken wir euch einfach hier oben. Guckt da gerne mal rein, falls ihr mit dem Thema noch nicht so viel Erfahrung habt und einfach mal in Berührung damit kommen wollt. Da erklären wir so ein bisschen die Basics. Und ansonsten würde ich sagen, steigen wir jetzt ein in die Trainingsplanung bzw. wie ein effektives Training aussieht. Ja, wir machen direkt weiter mit der Herzfrequenz. Ich gehe trotzdem noch mal kurz darauf zurück und ich mache eine kurze Skizze. Also das hier soll die Herzfrequenz sein. Und wir haben einen Nullpunkt, das ist, wenn man tot ist. Ja. Das hier ist dann die Ruheherzfrequenz. Und dann gibt es hier die maximale Herzfrequenz. Und ihr seht, zwischen Ruhe und Maximal, da ist viel Luft. Da haben wir unsere verschiedenen Trainingsbereiche. Und zwar ist hier die Intensität. Und der Zusammenhang ist ganz einfach. Maximal, Ruheherzfrequenz. Wenn ich eine höhere Intensität habe, dann steigt auch die Herzfrequenz. Ja, also ein ganz einfacher Zusammenhang. Klar, der ist auch fast linear. Es wird anstrengender, ja, mein Herz pumpt mehr oder muss mehr pumpen, damit ich diese Anstrengung halt bewältigen kann. Genau. So, und jetzt ist es so, hier in dem Bereich passiert nicht viel als Trainingseffekt, sondern man muss schon eine gewisse Intensität erreichen. Sagen wir mal 50% mindestens. Und da kann man dann starten. Und hier in diesem Feld, das nenne ich Grundlagenbereich. In diesem Grundlagenbereich trainiert eigentlich jeder, vom Tour de France-Profi bis hin zu demjenigen, der einfach nur abnehmen möchte. Also das hier ist unser wichtigster Trainingsbereich sozusagen. Und hier sind wir in einem Herzfrequenzbereich von zum Beispiel 120 Schlägen. Das ist relativ moderat. Das ist wirklich vielleicht nur 20 km/h auf der Ebene und vielleicht 25.
Tour de France-Profi, der fährt das bei 35 bis 38 im Grundlagenbereich, aber die haben andere Motoren. So, das heißt, wir befinden uns hier vielleicht bei 50, vielleicht 60%. So, wenn wir jetzt intensiver fahren, zum Beispiel den Berg hoch, dann sind wir schon hier in diesem submaximalen Bereich, da sind wir vielleicht bei 80% hier im oberen Bereich. Und das ist der sogenannte Entwicklungsbereich. Und hier sind wir vielleicht bei 160 Schlägen. Und hier oben an der Spitze, deswegen heißt es auch Spitzenbereich, haben wir dann die maximalen, vielleicht 180 oder vielleicht noch höher. Und man sieht dann hier, Intensität ist auch 100%. 100% bedeutet vor allen Dingen in der Energieausbeute das, was man maximal in der Lage ist zu leisten. Klar, wenn man jetzt lange fährt, 2 Stunden, dann kann man nicht 2 Stunden sprinten, das geht nicht. Aber man kann schon relativ flott unterwegs sein. Ja, aber im Spitzenbereich fährt man wirklich maximale Geschwindigkeit und dann schafft selbst ein Freizeitfahrer, ihr schafft dann auch 50, 60 km/h im Sprint. Ja, also das ist nicht nur die Profis vor. Aber das kann man nur einige Sekunden halten, vielleicht 30 Sekunden, dann ist der Tank leer. Schicht im Schacht. Ja. Alles klar. Du hast jetzt hier schon hingeschrieben 120 und auch eben erklärt 160, 180 ungefähr so als Richtwert. Das heißt, wenn ich jetzt im Grundlagen-Ausdauerbereich trainiere, wie genau muss ich mich dann an diese 120 Schläge pro Minute halten? Muss ich jetzt sagen, okay, ich bin jetzt bei 123, ich muss jetzt ein bisschen bremsen oder ist es noch im Rahmen? Ja, 123 ist noch im Rahmen, aber es könnte sein, dass ihr ein bisschen Gegenwind bekommt, ihr fahrt den Berg hoch und dann geht der Puls ganz schnell auf 140, 160 oder sogar noch höher. Und je untrainierter ihr seid, umso schneller steigt dieser Puls an. Bei einem Profi ist es so, der fährt über so eine Welle rüber, da passiert gar nichts mit dem Puls. Also, ihr habt immer einen Bereich. Ich würde empfehlen, plus minus 10 Schläge ist okay. Also, wenn ihr von 110 bis 130 fahrt zum Beispiel, hier im EB, im Spitzenbereich, da ist es fast am Anschlag und im EB-Bereich würde ich empfehlen, so vielleicht 5 bis 10 Schläge plus minus. Ja, da ist es etwas wichtiger, exakt zu trainieren. Im Grundlagenbereich nicht ganz so wichtig. Da hat man ein bisschen mehr Variabilität. Okay. Jetzt haben wir die 3 Bereiche und du sagst, es macht auch durchaus Sinn, alle 3 Bereiche abzudecken im Training. Wie sieht da zum Beispiel so eine Wochenplanung aus? Wann trainiere ich was? Trainiere ich alles an einem Tag? Trainiere ich jeden Bereich an einem unterschiedlichen Tag? Also man fängt eigentlich immer im Grundlagenbereich an. Selbst wenn man jetzt die Intervalle trainiert, die hochintensiven, die Sprints, man beginnt sozusagen immer im Grundlagenbereich. Ich kann das auch mal kurz aufzeichnen. Wenn wir also verschiedene Tage haben, ja, ich mache jetzt mal hier die Wochentage, 7 Tage haben wir. Ja, nehmen wir mal an, das ist Montag und das ist Sonntag. Und am Sonntag haben wir am meisten Zeit. Da machen wir die Grundlage. Da komme ich auch gleich zu warum. Und dann am Freitag reagiere ich mich von der Woche ab. Ja, da könnt ihr dann schön nochmal Intervalle fahren, intensiv. Und unter der Woche haben wir wenig Zeit. Da machen wir den Spitzenbereich. So, und jetzt komme ich zur Begründung, warum das auch für den Freizeitfahrer so viel Sinn macht, und zwar wegen der 1-2-3-Regel. Spitzenbereich mache ich in 1 Stunde, Entwicklungsbereich in 2 Stunden und Grundlage in 3 Stunden. Das macht total viel Sinn, weil du kannst natürlich auch nicht so lange sprinten. Ja, 3 Stunden sprinten, das schafft noch nicht mal ein Profi. Also, das kommt auch dem Zeitbudget entgegen von jemandem, der noch arbeitet wie ihr. Mein Spitzenbereich sieht ja tatsächlich so aus, dass hier eine 0,25 stehen würde. Ungefähr eine Viertelstunde, weil die brauche ich jeden Tag, um vom Büro zum Bahnhof zu sprinten. Ja, das ist natürlich auch schon ein gutes Sprinttraining. Aber du hast hier einen Punkt vergessen, und zwar, man sollte natürlich genug Sprints fahren. Nicht nur einen, sondern man sollte mehrere Sprints oder mehrere Intervalle fahren. Erst dann durch die Wiederholung kommt der Effekt für den Körper. Okay, das ist dann gleich Teil von der Trainingseinheit, richtig? Ja, hier haben wir jetzt mal so eine Wochenplanung. Und eine Trainingseinheit, die sieht dann folgendermaßen aus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier auch wieder unsere Zeit haben, das ist eine Trainingseinheit. Wir haben hier den Start und hier das Ende. Also Ende, das ist die Zeit. Und dann haben wir hier sozusagen die ersten, sag ich mal, 10 Minuten und hier die letzten. Dann machen wir hier ein Warm-up und hier ein Cool-down. Und die Herzfrequenz, die steigt hier von der Ruheherzfrequenz. Hier eine maximale und hier haben wir unsere Intensitätsbereiche. Die würde dann jetzt erstmal hier auf meinen Grundlagenbereich steigen. Ja, wenn hier unten mein Grundlagenbereich ist, hier ist der Entwicklungsbereich, hier ist der Spitzenbereich. Und so sähe zum Beispiel diese Einheit aus, die Einheit 3.
Ja, trotzdem auch immer langsam hochfahren und auch am Ende wieder locker ausrollen. Okay, und du empfiehlst so ungefähr 10 Minuten zum Warmmachen Genau. und ungefähr so 10 bis 15 Minuten. Gerade bei der Grundlageneinheit kann man das ziemlich lässig machen. Ja. Jetzt kann es manchmal sein, dass ihr einen Hügel hochfahrt und ihr Puls steigt, meinetwegen 10 Minuten, 20 Minuten. Das kann man auch fast nicht verhindern, wenn ihr nicht schieben wollt. Es sei denn, ihr seid halt super, super fit wie ein Tour de France-Profi. Bei dem passiert da fast nichts, wenn er locker fährt. Also das ist so über 10 Minuten. Dann gibt es natürlich die Intervalle. Das ist gerade auch für die Triathleten zum Beispiel super interessant. Der Bereich ist viel kürzer. Zum Beispiel nur vielleicht ungefähr 5 Minuten. Ihr seht, die Intensität ist hier im Entwicklungsbereich. Und das kann man auch nicht so lange halten. Deswegen nur 5 Minuten. Oder jetzt hier im Spitzenbereich, wenn man Sprints macht und die Zeit wird immer kürzer. Hier sind wir nur noch bei 30 bis 60 Sekunden. Ja, also ganz klar, je intensiver man fährt, umso weniger lang könnt ihr das durchhalten. Das ist natürlich so ein Grundprinzip. Und wenn ihr jetzt natürlich sonst versuchen würdet, immer hier Vollgas zu fahren, nach einer Stunde oder nach einer halben werdet ihr platt. Und wie gesagt, euer Trainingseffekt ist sehr, sehr gering. Okay, du hast schon angesprochen, Intervalle, das heißt, ich fasse nicht nur einmal, sondern natürlich wiederhole das. Ja. Was sind so deine Empfehlungen jetzt zum Beispiel für Intervalle im Entwicklungsbereich oder halt im Spitzenbereich? Wie viele Intervalle sollte ich da fahren? Ja, also je länger die Intervalle sind, umso weniger braucht ihr. Dann wiederholt das 2 bis 3 Mal pro Trainingseinheit. Wenn ihr eine längere Trainingseinheit macht, könnt ihr das auch nochmal in einer zweiten Serie nochmal wiederholen. Pause würde ich da sagen 1:1, also 5 Minuten Belastung, 5 Minuten aktives Rollen, bis der Puls wieder runterkommt. Dasselbe natürlich auch im Spitzenbereich. 30 Sekunden Vollgas, Sprinten und dann so 2 Minuten etwa, bis der Puls wieder runter ist auf dem Grundlagenbereich. Und dann kann man nochmal so einen Sprint fahren. Auch da 3 bis 5 Sprints hintereinander, immer mit dieser Pause. Und dann kann man auch wieder Serien machen. Wenn man mehr Zeit hat, wenn man fitter ist, dann steigert man das entsprechend mit mehr Wiederholungen. Ja, Profis, die fahren dann teilweise 20, 30 Sprints pro Einheit, aber die sind auch viel länger unterwegs. Da arbeiten wir uns dann langsam mal ran. Ja. Nee, ich würde sagen, das sieht doch schon sehr rund aus. Eine Sache noch, die haben wir bereits in der letzten Herzfrequenzfolge besprochen, und zwar die Herzfrequenz, die nimmt mit zunehmendem Alter ab. Kim, was hat jetzt diese abnehmende Herzfrequenz für einen Einfluss auf unsere Trainingsbereiche bzw. Trainingseinheiten? Also man könnte, wenn man hier anfängt, sagen, vielleicht, dass man, wenn man älter ist, nicht mehr ganz so viel hier im hochintensiven Bereich fährt, dass man dort einfach weniger von diesen Sprints oder von diesen ganz harten Sprints fährt. Oder wenn man auch vielleicht schon so ein bisschen mit Herzproblemen, dann sollte man die ganz weglassen. Aber klar, irgendwie über den Berg muss man ja kommen oder man will ja auch mal ein Stück mal ein bisschen schneller fahren. Das kann man ruhig machen. Ansonsten, die Trainingsprinzipien gelten für jedes Alter. Das Einzige, was sich verschiebt, sind diese Herzfrequenzen. Die Herzfrequenz im Alter geht halt runter. Dann fahre ich vielleicht nicht bei 120, sondern nur bei 110. Oder wenn ich jetzt ein jüngerer Sportler bin, dann fahre ich vielleicht bei 130. Das ist dann meine Basis. Und so verschiebt sich halt der komplette Bereich. Wunderbar. Vielen Dank für die Infos. Ich glaube, für heute sind wir soweit durch. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ansonsten, Kim, wie immer, was ist dein letzter Tipp? Also ihr merkt schon, die Thematik, die kann man natürlich sehr, sehr weit treiben. Ne? Du kennst es auch vom Studium, kann man ganze Semester mitfüllen. So kompliziert wollten wir es heute nicht machen. Aber trotzdem, wenn ihr da nicht mit zurechtkommt, dann fragt doch einfach mal einen Coach. Es gibt auch mittlerweile viele Online-Coaches, die auch ganz brauchbar sind. Damit kommt ihr auf jeden Fall weiter. Kim, vielen Dank für deinen Input. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Ihr könntet vielleicht den Input, den Kim uns heute gegeben hat, auf euer Training anwenden. Wie gesagt, es soll als grobe Einführung dienen. Ja, das Thema ist sehr komplex. Es gibt eigene Studiengänge zu. Also, ja, was heißt nicht zu ernst nehmen, aber geht da vorsichtig ran. Tastet euch vielleicht hiermit mal ran. Wenn ihr damit nicht klarkommt, der Herzig Kims Tipp, wendet euch an einen Coach, der kann euch da individuell weiterhelfen. Ansonsten, falls ihr noch Ideen, Fragen oder Anregungen habt, wie immer nach unten, gerne in die Kommentare damit oder aber als E-Mail an info@bikeergonomics.com. Da können wir euch auch noch ein bisschen individueller beraten. Ja, Kim, ich würde sagen, das war's für uns. Für heute. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Ja, tschüss und bleibt uns treu.